Aktien und damit auch ETFs sind in den letzten Jahren auch in Deutschland immer beliebter geworden. Sie haben einen regelrechten Hype erlebt. Trotzdem gleicht die Börse für viele noch immer einem Roulette-Tisch. Vielleicht fragst du dich auch, ob und wenn ja, warum sich die Geldanlage in Aktien lohnt. In diesem Video zeigen wir dir 13 Gründe, in Aktien zu investieren. Hallo und herzlich willkommen auf dem Geldrad-Kanal. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch gerne einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Aktien können tatsächlich eine sehr konservative und lohnende Geldanlage sein. Mit den folgenden 13 Argumenten möchten wir dir nahebringen, warum der Aktienkauf sinnvoll sein kann. Legen wir los. Grund Nummer 1. Du profitierst von der Inflation. Beim Sparbuch, Tagesgeld und Festgeld verlierst du Geld durch die Inflation, denn die Zinsen sind geringer als der Anstieg der Preise. Deine Ersparnisse verlieren effektiv an Wert. Die Lösung sind Aktien. Denn hinter ihnen stehen die Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen verkaufen und deren Preise mit der Inflation steigen. Das sorgt für höhere Gewinne und damit für Aktienrendite, bestehend aus Kurssteigerungen und gegebenenfalls Dividenden. So profitierst du mit deiner Geldanlage von der Inflation. Grund Nummer 2. Du kannst ganz einfach dein Risiko streuen. Wenn du beispielsweise Immobilien zur Geldanlage kaufst, hast du ein hohes Klumpenrisiko. In den meisten Fällen investiert man einen sehr großen Teil des Eigenkapitals und zusätzlich Fremdkapital in Form einer Hypothek. Geht dann die Investition nicht auf, weil zum Beispiel kein Mieter gefunden wird oder Ausfälle und Schäden durch Mietnomaden entstehen, kann das schnell die Privatinsolvenz bedeuten. Bei Aktien kannst du hingegen dein Risiko auf die verschiedensten Unternehmen, Branchen und Regionen verteilen. Du kannst, da du nicht so viel Geld binden musst, auch noch weiter über andere Anlageklassen streuen. Gold, Anleihen oder Rohstoffe zum Beispiel. Grund Nummer 3. Du kannst mit wenig Geld starten. Um attraktive Renditen zu erwirtschaften, hast du nur wenige Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel in Immobilien investieren, dich direkt am Unternehmen beteiligen oder dein eigenes Unternehmen gründen. Bei allen diesen Möglichkeiten brauchst du in der Regel sehr viel Kapital. In manchen Fällen sogar zusätzliche Kredite von der Bank. Bei Aktien beteiligst du dich am Erfolg von Unternehmen und das ist auch mit sehr wenig Kapital möglich. Dank der neuen Discount Broker kannst du ETF- und Aktiensparpläne bereits ab 10 Euro monatlich kostenlos besparen oder Einzelaktien schon ab 250 Euro Ordervolumen für pauschal 99 Cent oder ab 500 Euro sogar ohne Gebühren kaufen. Link zu den günstigen Brokern findest du unten in der Beschreibung. Grund Nummer 4. Du nutzt die Macht des Zinseszins. Albert Einstein bezeichnete den Zinseszins als 8. Weltwunder. Er sagte, wer ihn versteht, verdient daran und alle anderen bezahlen ihn. Ein Beispiel. Werden 3.000 Euro zu 7% per annum angelegt und die Erträge fließen wieder in die Investition, dann hat sich der Betrag nach 11 Jahren schon mehr als verdoppelt und nach 15 Jahren bereits fast verdreifacht. Grund Nummer 5. Du profitierst von Konsum. Mit Aktien profitierst du vom Konsum anderer. Viele Produkte und Services im täglichen Leben kommen von Aktienunternehmen. Fast jeder deiner Freunde bestellt bei Amazon und vermutlich kaum einer von ihnen nutzt die Beliebtheit des größten Online-Shops, um mit Aktien davon zu profitieren. Oder auch Produkte des täglichen Bedarfs wie Kosmetik, Lebensmittel, Drogerieartikel kommen oft von Aktienunternehmen, sodass man vom ständigen Bedarf dieser Konsumgüter profitieren kann. Grund Nummer 6. Aktienhandel ist einfach und unkompliziert. Viele glauben, dass der Handel mit Aktien kompliziert ist. Dabei ist es gar nicht so schwer. Mit Online-Brokern kann man schnell und unkompliziert ein Depot eröffnen und mit ein wenig Anfangskapital die ersten Aktien oder ETFs kaufen. Wie du Aktien oder ETFs auswählst, kannst du online auf vielen Websites oder auch hier bei YouTube lernen. Grund Nummer 7. Du kannst auch ohne Verkauf deiner Aktien gewinnen. Die Geldanlage in Aktien sollte immer langfristig sein. Aber du willst vielleicht nicht 10 oder 15 Jahre warten. Hier bieten Dividenden eine Lösung. Viele Aktienunternehmen zahlen nämlich eine Gewinnbeteiligung an ihre Aktionäre aus. Und das kannst du nutzen, um ein regelmäßiges Einkommen zu erhalten, ohne Anteile zu verkaufen. Es gibt Dividendenstrategien, mit denen man gezielt in Dividendenaktien oder ETFs investiert und diese Ausschüttungen dann jährlich, quartalsweise oder sogar monatlich möglich sind. Grund Nummer 8. Mit Aktien investierst du in Sachwerte. Die meisten Menschen investieren am liebsten in Sachwerte,
Eben Dinge, die man anfassen kann. Auch Aktien sind Sachwerte, auch wenn man das schnell übersieht, da sie ja nur im Depot liegen und man sie nur in Depotaufstellungen sehen kann. Aber sie sind Unternehmensanteile und diese Unternehmen sind real. Das angelegte Geld steckt in den meisten Fällen in Maschinen, Gebäuden und Produkten. Grund Nummer 9. Du brauchst keine eigene Geschäftsidee. Viele Menschen, die größeren Wohlstand erreichen möchten, sind ständig auf der Suche nach dieser einen Geschäftsidee. Die Idee, mit der sie ein Vermögen machen, weil die Welt nur darauf gewartet hat. Vielleicht gehörst auch du zu diesen Menschen. Als Aktieninvestor brauchst du die bahnbrechende Idee nicht selbst finden. Jeden Tag werden unzählige neue geniale Ideen entwickelt und umgesetzt. Mit Aktien kannst du dich ganz einfach daran beteiligen. Natürlich verdienst du im Fall eines Erfolges nicht so viel wie der Gründer, aber du hast auch ein weitaus überschaubares Risiko und deutlich weniger Arbeit. Grund Nummer 10. Du lässt dein Geld für dich arbeiten. Im Job tauschst du deine Zeit gegen Geld. Wenn du aber in Wertpapiere investierst, arbeitet dein Geld für dich. Wenn du in die Aktien der richtigen Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, investierst, lassen sie dich in Form von Dividenden sowie langfristigen Kurssteigerungen am Erfolg teilhaben. Mit Aktien und ETFs kannst du nach und nach ein passives Einkommen aufbauen, das nicht von deiner Arbeitszeit abhängig ist. Grund Nummer 11. Du verdienst überdurchschnittliche Renditen. Wenn du dein Geld investierst, möchtest du natürlich die möglichst maximale Rendite erreichen. Aktien sind dabei eine der attraktivsten Möglichkeiten, denn sie liefern langfristig bessere Renditen als die meisten anderen Geldanlagen. Die langfristige Rendite von Aktien im DAX und im Dow Jones, bestehend aus Kurssteigerungen und Dividenden, betrug in der Vergangenheit laut Börse.de über längere Zeiträume durchschnittlich 9% pro Jahr. Damit ist sie jeder anderen Anlageklasse überlegen. Grund Nummer 12. Du profitierst vom Wirtschaftswachstum. Neben der Inflation und weiteren Faktoren ist auch das Wirtschaftswachstum verantwortlich für steigende Aktienkurse. Zwar muss die Wirtschaft immer mal wieder einen Crash verkraften und dann fallen auch die Aktienmärkte, aber letztendlich wächst die Wirtschaft ständig weiter. Gründe dafür sind zum einen die wachsende Weltbevölkerung, mit der ein immer größerer Bedarf an Waren und Dienstleistungen einhergeht. Zum anderen sind es innovative Produkte, die für große Nachfrage sorgen, so zum Beispiel die Smartphones. Kurzfristig können sich das Wirtschaftswachstum und die Aktienmärkte auch einmal in verschiedene Richtungen bewegen, aber langfristig gehen sie in die gleiche Richtung. Die Wirtschaft wächst, die Aktien steigen. Wenn du Aktien besitzt, wächst auch dein Vermögen durch eine wachsende Wirtschaft. Grund Nummer 13. Du kannst schnell kaufen und verkaufen. Mit Aktien von großen Unternehmen hast du ein sehr liquides Investment. Sie werden in großen Stückzahlen gehandelt, sodass immer ein Käufer oder Verkäufer gefunden wird. Du kannst sie also jederzeit kaufen und verkaufen. Anders als zum Beispiel bei einer Immobilie, wo der Deal schon mal Monate oder Jahre dauern kann. Probleme mit der Handelbarkeit können größere Vermögensverwalter wie Investmentfonds haben, die große Mengen einer Aktie kaufen oder verkaufen wollen. Als Privatanleger hast du dieses Problem nicht. Das waren 13 Gründe, die für ein Investment in Aktien sprechen. Es gibt aber natürlich auch Risiken und immer wieder auch fallende Kurse. Wichtig bei einem Investment in Aktien ist eine möglichst breite Streuung, zum Beispiel durch ETFs und ein langfristiger Anlagehorizont. Unten in der Beschreibung verlinken wir dir noch ein paar interessante Videos zum Thema. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns über einen Like von dir sehr freuen. Investierst du schon in Aktien oder ETFs? Schreib uns in den Kommentaren. Und wenn du weitere Videos von uns sehen willst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.